Moin aus Beijing, ich bin auf der 21 RV. Ja, hier läuft man so durch die Hallen und ein Wohnmobil neben dem nächsten und vieles sieht auch ähnlich aus. Und dann bleibt man hier kurz hängen und denkt sich, jo, nicht wegen der Farbe, nicht wegen der Form, sondern wegen einer einzigen kleinen Zeile. Iveco Daily importiert. Ja, und da geht auch gleich der Gedanke los, oder? Okay, die holen sich die Basis aus Europa, verschiffen sie nach China, bauen hier alles auf und dann steht das Ding hier fertig auf der Messe. Und man fragt sich da automatisch, wie lange dauert das jetzt wohl, bis genau das Fahrzeug den gleichen Weg auch so wieder zurück macht? Und wäre das nicht für Europa auch extrem spannend, denn die chinesischen Wohnmobile, die folgen ja eigentlich einer anderen Idee. Also nicht kleiner, nicht leichter, nicht minimalistischer, sondern mehr Autarkie, also mehr Strom. Und per Ladesäule auch ultra schnell wieder aufzuladen. Ja, mehr Wasser, maximaler Raum auf unter 6 Meter. Und genau das sieht man hier. Ein Iveco Daily als Basis, importiert aus Europa. 3 Liter Diesel, 180 PS, 430 Newtonmeter, 8-Gang-Automatik, Luftfederung, ja und natürlich alle Assistenzsysteme mit an Bord. Ja und innen dann 2 Slideouts, also richtig viel Platz. Minimal außen, maximal innen. 200 Liter Frischwasser, 48 Volt System für die richtige Leistung. Denn natürlich brauchst du Leistung. Hier ist eine Klimaanlage wie zu Hause. Großer Kühlschrank, Bad und mehrere Schlafplätze. Ja, und plötzlich steht man da vor einer ziemlich klaren Idee, wie die Zukunft der Wohnmobile auch später mal in Europa aussehen wird. Ja, und keine Ahnung, was so ein Fahrzeug dann irgendwann mal in Europa kosten könnte. Aber hier auf der Messe kostet dieses Fahrzeug umgerechnet 85.000 Euro. Und das alles mit einem importierten Iveco-Fahrzeug aus Europa. Okay, Automatikgetriebe, ein großer Bildschirm auf Iveco-Basis, digitaler Rückspiegel, Armlehnen beim Sitz, alles in Ledersitz, drehbare Frontsitze, die natürlich auch elektrisch verstellbar sind. Dann haben wir die Sitzecke, der Tisch ist absenkbar und wir haben hinten nochmal eine kleine unterschiedliche Lederverkleidung und darüber ist Filz. Oben gibt es nochmal eine Möglichkeit der Ablagefläche und alles sehr, sehr schön beleuchtet. Hier sieht man hier auch quasi nochmal mit einer kleinen eingefassten Plexiglasscheibe, die halt nochmal zusätzlich beleuchtet ist. Und wir haben hier wieder ein extrem großes Fahrzeug, weil hier wieder ein Slideout verbaut ist. Also hier kommt das Auto wieder sehr viel Platz. Hinten gibt es halt auch ein Slideout. Entsprechend ist das Bett hier auch wieder sehr, sehr groß. Dann dieses Fahrzeug ist ja auch wieder unter 6 Meter. It's the toilet. Nassraum, Tretford-Toilette, kleine Verstaumöglichkeiten, eine Dusche. Hier ringsrum auch nochmal mit LED-Lampen. Hier hängt auch mal der Duschvorhang drin, dass man sieht, alles klar, man kann hier auch duschen. Also eine komplette Nasszelle. Hier ist das Waschbecken mit einem Fenster. Es gibt 2 Fridge? Ja. 2 große Kühlschränke. Bordcomputer. Hier kann man wieder alles über das Fahrzeug erfahren. Also hier kann ich alles einstellen, vom Film bis über Heizung, Wasser, LED-Beleuchtung. Daneben habe ich die Truma Standheizung, Batteriewächter mit Batterieanzeige. What is it? 逆变器，Inverter, okay. Das ist also der Inverter, um halt dann hier 230 bzw. 220 Volt im Auto zu haben. Okay, das sind die
Bedienpanels für die Slideouts, also Left behind. genau, vorne Two. und hinten Two. 2 Slideouts, weil hier, ihr seht das natürlich, hier ist auch ein riesiger Bereich wieder, also sehr viel Platz im Auto. 油烟机。 Wir haben eine Dunstabzugshaube hier, wenn man im Auto kochen will. 微波炉、 Eine kleine 电磁炉。 Mikrowelle 嗯 auch wieder von Toshiba. Eine Küchenplatzerweiterung. Also hier ja auch als besondere Form mal hier das L. Und entsprechend kann ich das sogar noch erweitern. Die Küche größer machen. Darunter nochmal ein paar Staufächer, um Dinge auch runterzubringen. Gekocht wird hier mit Strom. Yes. There is a Waschmaschine, 对 yes. 3.0。 3 Kilo Waschmaschine. Okay. Ich habe hier überall auch schon wieder Steckdosen. Ich habe hier das Bedienpanel für die elektrische Treppe, die dann rauskommt. Ja, Okay. genau. Das alles in einem Alkovenfahrzeug. Und ja, Licht können sie, ne? Halt überall nochmal sowohl hier so eine Tageslichtbeleuchtung in einem sehr, sehr hellen Weiß und dann halt auch nochmal ein etwas schöneres, kuscheligeres Licht mit einem schönen, warmen Weißton. Und hier im Slideout hinten habe ich auch nochmal kleine Fächer, um was unterzubringen. Das Ganze auch nochmal theoretisch hier, um Privatsphäre zu schaffen, mit einem kleinen Vorhang. Das kann ich auch wieder zuziehen. Susi würde es lieben. Es gibt hier auch so ein paar kleine Haken, um nochmal was hinzuhängen. Hinten eine kleine Leselampe und nochmal Steckdosen und Lichtschalter für das gesamte Auto. 这里可以帮您装电视。对， Hier jetzt mal 座椅。座椅 kein Fernseher vorne im Bereich, finde ich aber auch sehr, sehr schön, weil in der Theorie 进口座椅。 sehen die immer sehr, sehr gut aus da vorne mit den Fernsehern in dieser 进口座椅。 Klappe, aber es können leider auch immer nur 2 Leute dann gucken. 后空调。冰箱、洗衣机、油烟机、微波炉。这都可以挪的吗？对，这个可以降下去了，给我们外国先生也可以洗。对， 这个是4驱还是？这个是2驱进口依维柯。 哦，2驱的，对，空间大。进口底盘自带 LR 辅助驾驶，自带后空悬，减震效果非常好，驾乘体验感会好很多。就是空间大。标配1350瓦的太阳能板这个倒是， ，300升水箱。谢谢。这个就是你要做个4驱就好。这个没有从没4驱的，这个带个4驱，偶尔对别的烂路跑。可以做4驱的底盘这个样子，或者您喜欢其他的样子，4驱的底盘都可以。这款带的4驱吗？ Hier ist auch nochmal wieder ein Boden drin vorne. 意思是我用那个欧瓦雷。 好。 Ja, helft uns ein bisschen, hypt das Video, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schreibt in die Kommentare. Was glaubt ihr, wo liegt die Zukunft der Wohnmobile? In Europa oder in China?